So etwas gab es mal von Tamiya. In diesem Video schauen wir uns den Tamiya G601 Volvo A60H Hauler 6x6 etwas genauer an. Wir werden hier den Bausatz einmal zusammen auspacken. Wir werden schauen, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Werfen mal so einen kleinen Blick auf die Qualität und was man damit später wohl alles so machen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Was haben wir heute hier vor uns? Und zwar ist es das Tamiya G601 Chassis. Dieses Chassis kennst du vielleicht von anderen Fahrzeugen. Es steckt nämlich hier und da mal drunter. Und zwar, sobald du diese 6 Räder hier siehst und es die Option gibt, dass man die Hinterachse lenken kann, dann dürfte dir einiges klar werden. Und zwar wird dieses Fahrzeug hier auch verkauft, zum Beispiel als Konghead. Da hast du dann einen Hauber-LKW mit einer Langhaube vorne und hinten einer Ladefläche. Aber vielleicht sagt dir der King Yellow auch etwas. Das ist nämlich so ein Schulbus und der basiert auch hier drauf. Zuletzt gekommen ist der Dynahead. Das ist mehr so ein Crawler-LKW. Kein Scale-LKW, aber auch so ein 6x6 Chassis. Ja, mit einer Lexan-Haube obendrauf und der hatte dann noch Portalachsen. Bei diesen ganzen Fahrzeugen steckt dieses Chassis drunter und ich habe mich hier damals ganz bewusst für diesen Hauler hier entschieden. Und warum sage ich damals? Dieser Bausatz hier steht seit 2 Jahren bei mir im Regal und ich habe es noch nicht geschafft, ihn auszupacken, geschweige denn vorzustellen. Und das möchte ich heute nachholen. Für dich zur Info, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers lag, glaube ich mal, bei so 285 €. Ich habe ihn damals hier im Einzelhandel kaufen können für 199 und das war so auch mit das günstigste, wo ich diesen Bausatz gefunden habe und mehr wollte ich für so ein Fahrzeug tatsächlich auch gar nicht ausgeben. Nun ist es endlich Zeit, dieses Fahrzeug hier mal auszupacken. Bevor wir das allerdings tun, schauen wir uns mal die äußere Verpackung etwas genauer an. Es gibt Kartons von Tamiya, da möchte ich sie am liebsten auf den Dachboden stellen und nicht mehr angucken und eigentlich nur noch rausholen, wenn ich mal Ersatzteile brauche. Aber dieser Karton zählt nicht dazu. Ich finde diesen Karton wirklich sehr gelungen. Wir sehen also das fertige Fahrzeug hier vorne auf dieser Pappverpackung drauf und dieses Foto ist auch ziemlich scharf. Wir sehen also hier an den Reifen auch so ein bisschen Sand und im Hintergrund ist auch so ein bisschen dieses Gelände, wo der Wagen sich später zu Hause fühlt, abgebildet. Der Karton ist zudem nicht matt, sondern Hochglanz. Ich denke, man kann das ganz gut sehen, wenn ich den Karton hier so ein bisschen bewege, dann sieht man, dass das hier ein Hochglanzfoto ist auf der Vorderseite. Das gefällt mir ziemlich gut. Dann haben wir natürlich noch ganz groß drauf die Bezeichnung, um was handelt es sich hier eigentlich überhaupt. Ein bisschen weiter unten finden wir dann den Maßstab. Dieses Fahrzeug hier kommt im Maßstab 1:24 daher. Hier das offizielle Tamiya-Logo, dass wir auch wissen, hey, das Ganze hier kommt von Tamiya. Und hier oben ist nochmal ein Hinweis angebracht, dass man dieses Fahrzeug nicht nur mit einer Frontlenkung bauen kann, sondern alternativ, wenn man sich einen Servo mit dazu holt und ein bisschen was an seiner Fernsteuerung einstellt, auch noch die Hinterachse lenken kann. Das finde ich ziemlich spannend, möchte ich später, wenn ich es dann hinbekomme, auf jeden Fall so umsetzen. Die Rückseite des Ganzen, die ist Tamiya klassisch ein ganz einfacher Karton. Auf den Seiten sehen wir auch noch ein bisschen was und das müssen wir uns auf alle Fälle mal ansehen. Diese untere Abbildung ist für mich auf jeden Fall die spannendste Abbildung, weil da kann man dem Fahrzeug mal so ein bisschen unter sein Hemdchen schauen und das finde ich sehr interessant. Die meisten Allradfahrzeuge laufen ja über eine Kardanwelle,
die dann die ganzen Achsen antreibt. Und das haben wir hier tatsächlich nicht, sondern hier läuft das Ganze über Zahnräder, die sich einmal durch das komplette Chassis durchziehen und somit alle Räder antreiben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Hier sehen wir auch nochmal das Fahrzeug an sich. Wir sehen, dass wir die Mulde später anheben können, also auch mal was auskippen können. Darunter sitzt der Akku. Und hier, so sieht das Ganze unter der Lexan-Haube aus. Ja, ziemlich spannend, finde ich ganz cool. Sicherlich eine ganz schöne Information, bevor man sich so ein Fahrzeug vielleicht auch mal kauft. So sieht das auf dieser Seite aus. Hier haben wir jetzt eigentlich nur noch mal die große Oberseite hier kurz zusammengefasst mit so ziemlich demselben Foto und auch denselben kurzen Informationen. Das gleiche finden wir dann hier auch noch mal, also nichts Besonderes an der Stelle. Und hier hast du einfach nochmal, wie man es von Tamiya kennt, aufgelistet, was du noch brauchst. Zum Beispiel eine Fernsteuerung, ein Akku. Das ist jetzt natürlich hier in diesem Bausatz nicht inkludiert. Das wird dann hier nochmal separat aufgeführt, was du da brauchst. Und wenn du dich für Tuning interessierst, kannst du dann hier vorne auch mal drauf schauen. Dort werden so ein paar Tuning-Teile vorgeschlagen. So viel zur Verpackung. Jetzt gucken wir rein. Ich muss ja gestehen, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich so einen Tamiya-Bausatz aufmache, weil irgendwie hat das was mit dem Kind im Manne zu tun. Ich finde das klasse. Es ist bunt, es ist relativ einfach zu bauen und man hat einfach mal einen Nachmittag Entspannung und kann sich auf was ganz anderes konzentrieren. Und jetzt heben wir mal hier diesen wirklich schönen Pappdeckel einmal ab und schauen jetzt ins Innere hier einmal rein. Was uns als erstes entgegenkommt, das war jetzt hier gerade eine Wolke von relativ penetrantem Plastikgeruch, ist aber auch schon verflogen, bleibt auch gar nicht aus, wenn man jetzt hier mal reinguckt. Hier ist natürlich alles Plastik und alles nochmal extra eingeschweißt. Das bleibt gar nicht aus, dass das hier auch mal riecht. Und da muss ich sagen, gibt es eine Sache, die gefällt mir auf Anhieb direkt nicht so gut. Das habe ich damals auch schon bei dem Tamiya XV01 Unboxing erwähnt und ich möchte es auch gerne nochmal erwähnen. Warum ist alles extra nochmal eingeschweißt? Also wir reden hier die ganze Zeit von Umweltschutz und Plastikgedöns und Vermeiden und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommt hier wirklich alles 10.000-fach eingeschweißt. Und selbst die Räder hier, es ist alles nochmal eingeschweißt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ich kann es verstehen, wenn man einzelne Bauabschnitte vielleicht so ein bisschen trennen möchte. Aber zum Beispiel dieser Blister hier. Wofür? Also ich habe hier doch meine Nummern drauf und hier ist auch nochmal angegeben, hier Bauabschnitt E. Hier ist doch alles angegeben. Warum muss ich das nochmal extra einschweißen? Das verstehe ich nicht. Und kann man dafür dann, wenn etwas zum Beispiel nicht verkratzen soll, dann kann ich das ja verstehen. Es muss ja auch den Versand gut überstehen etc. Aber kann man manche Dinge nicht auch einfach in Papier einpacken oder so wie die Gummireifen, die einfach mit dazulegen? Muss man die echt nochmal einschweißen? Also vielleicht bin ich da auch überempfindlich. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich gucke jetzt hier rein und sehe als allererstes nur Plastik und das finde ich nicht mehr zeitgemäß. Man kauft sich so ein Auto jetzt nicht jede Woche und auch nicht alle 3 Tage oder was weiß ich, sondern relativ selten, möchte ich mal sagen. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Stück davon weltweit verkauft werden und dass alle so eingeschweißt sind, weiß ich nicht. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Tamiya da mal ein bisschen, ja, vielleicht auf Papier umschwenkt oder sich vielleicht sowas hier auch einfach mal spart, weil dann kann ich mir auch gepellte Eier im Supermarkt kaufen, die ebenfalls in der Blisterverpackung sind. Das verstehe ich genauso wenig. Naja, so, das zum Thema Umwelt. Jetzt gucken wir mal hier weiter rein. Wir haben hier natürlich große Räder drin. Ich glaube, wir packen das Ganze mal aus, legen das auf den Tisch, dann bekommen wir hier einen etwas besseren Eindruck. So, jetzt sehen wir auch mal was von den Kunststoffteilen des Fahrzeugs und nicht nur was von der Verpackung. Ich möchte es ganz gerne nur noch mal einmal ganz kurz zeigen und zwar das, ich habe noch nicht alles ausgepackt, aber das hier
sind die Tüten, wo die ganzen anderen Teile drin waren. Ich hätte gesagt, da können wir uns doch ein bisschen sparen, oder? Naja, lassen wir das mal so stehen. Was ich hingegen sehr gut finde, diese Lexan-Haube hier war nochmal so ein bisschen extra verpackt hier drin. War natürlich auch eingeschweißt, klar. Aber hier kommt zumindest nichts dran. Das war stabil. Das hat mir besonders gut gefallen. Und jetzt gehen wir hier mal auf die einzelnen Komponenten ein. Hier diese Haube von dem Volvo Dumper. Und da muss ich sagen, die ist schick. Die ist total geil. Die finde ich richtig schön. Richtig schön lackiert hier in dem passenden Orangeton. Und hier in der Mitte, ja, das sieht so nach diesem Gunmetal Grey aus, wie man es kennt von Tamiya. Und das ist wirklich sehr, sehr sauber lackiert. Diese Lexan-Haube hier, die muss ich nur noch bekleben. Aber die ist wirklich toll gemacht. Muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Ich habe auch mal geguckt, ob man diese auch mal nachkaufen kann, weil, ja, Lexan und dann bei so einem Dumper, ja, kann man, kriegt man aber nur lackiert, nicht in klar, was ich sehr schade finde. Dann hätte man auch mal ein bisschen selber was lackieren können, vielleicht seine eigene Farbe wählen können. Und diese Haube hier, die ist tatsächlich auch gar nicht so günstig. Also wer jetzt denkt, so 20 € hier für so eine kleine Lexan-Haube, die lackiert ist, vielleicht 30 €, damit komme ich hin. Nee, diese Lexan-Haube hier ist deutlich, deutlich teurer. Also passt vielleicht da beim Fahren ein bisschen auf. Sie sieht gut aus, sie hält sicherlich auch, sie macht einen recht stabilen Eindruck. Aber wenn diese mal im Argen ist, dann musst du da, ja, ganz gut was für auf den Tisch legen, um diese dann nochmal wieder zu bekommen. Also da ein bisschen aufpassen. Dann haben wir hier natürlich das Wichtigste hier bei so einem Hauler Dumper. Hinten diese Mulde. Und die finde ich richtig gut, weil die ist richtig stabil. Man kann es im Video kaum zeigen. Vielleicht sieht man das. Ich wende hier richtig Druck auf. Die verzieht sich nicht. Also da muss ich echt sagen, das ist stabil, das ist cool. Da mag ich auch mal Steine reinlegen, damit mal so ein bisschen in der Sandgrube rumfahren, mal ein bisschen was transportieren. Das kann ich mir hier richtig gut vorstellen. Die macht einen richtig stabilen Eindruck, finde ich klasse. Ja, dann ansonsten hier durchgefärbter Kunststoff, was ich auch sehr gut finde bei so einem Modell, weil wenn man das jetzt alles noch lackieren möchte oder das alles irgendwie komisch aussieht, nein, so ein Baufahrzeug muss für mich dieses Orange, Gelb etc. haben und das finde ich toll, dass das hier durchgefärbt ist, genauso wie schwarze Teile. Wir haben also wirklich nur Schwarz und Orange. Bei diesem Gelb-Orange fällt mir allerdings eine Sache auf, die finde ich nicht schön. Und zwar haben wir hier einen ziemlichen Farbmix drin. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Wir haben hier ein dunkles Orange. Und hier hingegen, hier laufen dann später die Zahnräder drin. Ne? Das ist so hier dieser Hauptrahmen. Der hat einen ziemlichen Farbunterschied. Der ist gelb und alles andere ist dunkel-orange. Das heißt also, wenn ich den ganzen Kram zusammensetze, habe ich einen ganz bunten Mix. Und das finde ich überhaupt nicht schön. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich das Ganze zusammengebaut habe, ob es tatsächlich so krass auffällt. Aber ich habe hier gefühlt 3 verschiedene Gelb-Orange-Töne. Dunkel-Orange, dann so eine Mischung aus Gelb und Orange bei der Mulde und dann gelblich gesehen das hier. Also da muss ich echt sagen, das finde ich nicht schön. Das kommt hier alles in einem Bausatz. Ich habe das nicht einzeln aus verschiedenen Chargen dazu gekauft, sondern das Fahrzeug ist genau so in dieser Verpackung geliefert worden. Und das finde ich von Tamiya echt schade, dass man hier 5000 verschiedene Gelbtöne hat. Und das ist auch deutlich zu erkennen. Das heißt, da ist jetzt nicht ein Mitarbeiter mal eben kurz mit einer Nuance da ausgerutscht oder der Zulieferer, sondern da ist tatsächlich ein Farbmix drin. Ja, weiß ich auch nicht. Also das, ja, egal. Lassen wir mal so. Vielleicht jage ich den auch erstmal durch den Schlamm, dann fällt es vielleicht gar nicht mehr so auf. Schauen wir uns hier mal die Reifen etwas genauer an. Die sind ziemlich breit.
macht für Sand natürlich Sinn, damit wir nicht so tief einsinken. Es hat so ein bisschen was wie so ein Kamelfuß hier. Ein Kamelfuß ist ja auch relativ breit und sobald er in den Sand sich eindrückt, dann geht er ja auch nochmal auseinander, damit er sich nicht so tief eingräbt. Und ja, so ein bisschen sind auch diese Räder. Wir haben hier so eine Art Treckerprofil, ne, dass wir also auch bei Sand gut vorankommen. Breite Reifen, die nicht so schnell einsinken. Was wir nicht haben, sind irgendwelche Einlagen oder sowas, sondern das ist wirklich Luft. Hier wird irgendwo ein Loch in der Felge sein oder im Reifen. Ja, hier in der Felge ist irgendwo ein Loch, wo die Luft dann entweichen kann. Aber hier ist nichts irgendwie drin. Also die Räder hier, die werde ich sicherlich irgendwann mal austauschen. Es wird eine Videoreihe hier zu diesem Fahrzeug geben, wo ich auch ein paar Umbauten mache. Ich möchte das Ganze nämlich hier als Dumper nutzen für einen Huina 1580 Bagger. Ja, das sieht für mich nicht Scale aus, ne? Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten machen die Teile, ja, soweit einen stabilen Eindruck. Das ist völlig in Ordnung, so wie man es von Tamiya kennt. Hier unsere Schrauben. Alles, was wir sonst so brauchen, Federn etc. Hier finde ich es definitiv sinnvoll, dass es eingeschweißt ist. Also das hier in allen Einzelteilen, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe. Einen Motor haben wir natürlich auch mit dabei. Das ist allerdings die Standardblechbüchse von Tamiya. Dieses Fahrzeug hier wird zumindest in den Werbevideos von Tamiya immer sehr zügig bewegt. Das heißt also, es fliegt mal über eine Rampe und ja, ne, du bist so ein bisschen in der Sandgrube unterwegs und gibst damit so ein bisschen Knallgas und bist so ein bisschen, ja, im Bereich der Basher unterwegs, wenn man das vorsichtig so sagen darf. Sehe ich überhaupt nicht, also ich möchte den eher langsam haben, die Differentiale sperren und dann richtig schön langsam damit durchs Gelände kriechen. Da hat für mich dieser Motor nichts drin zu suchen, aber vielleicht auch für Kiddies oder sowas, die damit Spaß haben wollen, die schneller fahren wollen. Eine Blechbüchse ist auf alle Fälle mit dabei. Und hier haben wir auch die ganzen schönen Zahnräder. Finde ich auch okay, wenn die eingeschweißt sind. Das sind viele kleine Teile. Ist in Ordnung, ne? Aber wenn es dabei geblieben wäre, wäre ich völlig zufrieden gewesen. Dann hier unsere Anleitung. Ja, eine ganz klassische Tamiya-Anleitung. Es ist, denke ich, jeder Bauabschnitt gut zu verstehen. Es ist wie ein stinknormales On-Road-Fahrzeug auch. Es ist alles in Ordnung, alles gut beschrieben. Und ich denke, da werde ich ganz gut durchkommen und werde hier einen schönen Nachmittag mit diesem Bausatz verbringen. Dann haben wir natürlich auch noch Aufkleber. Die halten sich hier aber ganz massiv in Grenzen. Ist klar, wir haben hier kein Rallye-Fahrzeug, wo 10.000 verschiedene Sponsoren auf dem Auto Platz haben müssen, sondern das hier ist ja wirklich eine Baumaschine. Hier haben wir so ein paar Akzente, die wir dann setzen können an der Lexan-Haube oder auch hier an der Seite mal einen Schriftzug, aber das ist völlig klar, dass das hier nur eine Handvoll Aufkleber sind. Finde ich auch völlig okay, dass man das so gelassen hat. Sehr, sehr cool. Ja, das ist so dieses Gesamtkonzept, was hier so alles enthalten ist. Ja, mit der Farbseuche, da bin ich nicht so gut zufrieden. Jetzt gebe ich dir noch einen kleinen Ausblick, was mit diesem Fahrzeug passieren soll. Für mich persönlich gibt es genau zwei Varianten, wie man dieses Fahrzeug nutzen kann. Zum einen haben wir natürlich die Variante, die der Hersteller vorsieht. Leichtes Gelände, zügig unterwegs, mal ein bisschen durch den Sand fliegen lassen den Wagen, wenn er mal auf dem Dach landet, mein Gott, wieder hinstellen, Knallgas, weiter geht's. Vielleicht kann man hier auch eine leichte Brushless-Kombo einbauen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht zu viel Power reinbringt, weil dafür ist dieses Chassis einfach nicht gemacht, sondern wirklich gucken, okay, die Standardbüchse da rausnehmen, eine leichte Brushless-Kombo, dass man nochmal so ein bisschen mehr Wumms hat, auf 2S vielleicht, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dann einfach ein bisschen Spaß im Gelände, auf der Wiese, in der Sandgrube, wo auch immer haben. Das ist aber nicht das, was ich mit diesem Fahrzeug vorhabe. Ich selber möchte in die genaue Gegenrichtung gehen, und zwar möchte ich den ein bisschen scaliger aufbauen. Ich habe einen RC-Bagger, einen Huina 1580. Dafür einen schönen Dumper zu finden, ist gar nicht so einfach. Es gibt Umbauten von Bruderspielwaren,
Leute, die das auf RC umbauen, das ist nicht gerade günstig. Dann gibt es natürlich auch High-End-Dumper, die mit Hydraulik laufen. Die laufen dann auf über 3000 € hinaus. Das sehe ich auch überhaupt gar nicht ein für meine Verhältnisse. Ja gut, und dann kann man gucken, dass man wirklich so in dem Huina-Bereich bleibt und guckt und vielleicht so ein LKW sich mal anschaut für um die 100 €. Der hat dann einen Sound mit dabei und so. Aber da muss ich dann ganz ehrlich sagen, der kann dann im Gelände wieder so gar nichts. Von daher möchte ich diese Plattform hier nutzen, weil ich finde diesen Volvo Dumper wirklich schick. Ich möchte diese Plattform nutzen und das Ganze ein bisschen scaliger aufbauen und den auch sehr, sehr langsam bewegen. Und deswegen habe ich mich hier auch für einen Hobbywing 1080 Regler entschieden. Es gibt inzwischen natürlich auch diese Fusion Pro Combo, aber die ist mir für dieses Fahrzeug viel zu teuer. Der Hobbywing 1080 reicht völlig aus, ein schöner Crawler-Regler. Dann habe ich 2 Servos für die Lenkung vorne und hinten, auch ein bisschen kräftiger, das Ganze mit einem Metallgetriebe, dass wir auch vernünftige Stellkräfte hier entwickeln können. Der Motor, die Standardbüchse, die möchte ich gar nicht verwenden. Ich habe mich jetzt hier für einen Brushed, also für einen Bürstenmotor mit 55 Turns entschieden. Der ist relativ kräftig und läuft sehr, sehr langsam und sehr fein, hat also hier mit Vollgas überhaupt und gar nichts zu tun. Dann habe ich hier noch so ein Y-Kabel. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche für meine Lenkung vorne und hinten. Das schaue ich mir dann später mal an. Und hier ja einen ganz klassischen Empfänger für meine Fernbedienung. Dann brauchst du natürlich zu Hause noch eine Fernbedienung, einen Akku. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass du sowas zu Hause hast. Und dann kannst du loslegen. Würde ich dieses Fahrzeug für die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers kaufen? 285 €. Nachdem ich das Ganze jetzt hier ausgepackt habe, wie gesagt, das habe ich separat gekauft, alles das, was inkludiert war, hast du gesehen. Für 285 € bekomme ich ziemlich viel Kunststoffteile. Ich bekomme eine Volvo-Lizenz, dass das Ding auch wirklich aussieht wie ein Volvo-Dumper. Und ich bekomme einen ganz massiven Farbmix. Und da muss ich sagen, für 285 € würde ich das nicht kaufen. Das würde ich nicht tun, da hätte ich mich in den Arsch gebissen, wenn man das mal so sagen darf. Für 199 € sage ich, okay, es ist ein 6x6, es ist Tamiya, aber 199 € für einen Tamiya-Bausatz, ja, es geht auch noch teurer inzwischen bei Tamiya, aber da hört es für mich irgendwo auf, wo ich dann sage, okay, für den Preis kann ich mir dann auch irgendwann was anderes kaufen, wo ich auch Spaß mit habe, vielleicht einen anderen Crawler, anderes Crawler-Chassis etc. pp. Also für 199 € okay, das ist aber auch das Maximalste, was ich dafür ausgeben würde, denn man darf nicht vergessen, Elektronik kommt hier auch noch mit dazu, ein Lenkservo brauchst du, einen Regler brauchst du, einen Empfänger brauchst du. Und ja, wenn du mit dem Standardmotor nicht zufrieden bist, dann brauchst du natürlich auch noch einen Motor. Gut, der liegt jetzt beim 10er oder so. Aber das sind so Sachen, da ist man dann auch schnell bei 300 €. Da muss man dann wirklich überlegen, ob es das dann einem wert ist oder eben nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier mit diesem Fahrzeug weitergeht. Ich halte dich komplett auf dem Laufenden. Ich werde ein Video dazu machen, wie mir der Aufbau gefallen hat. Wir werden mal gucken, dass wir den so ein bisschen mehr in Richtung Scale kriegen können. Wir werden mal schauen, ob diese Reifen gut sind oder ob wir die durch was anderes ersetzen. Da habe ich auch schon eine Idee, was ich damit vorhabe, was da für Reifen draufkommen können. Und dann machen wir sicherlich auch den ein oder anderen Vergleichstest vielleicht zu anderen Fahrzeugen in dem Bereich und dann schauen wir einfach mal. Also schreib gerne unten in die Kommentare, was du gerne zu diesem Fahrzeug mal sehen würdest und welche Performance-Challenges dich so interessieren würden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut. Dein World Control RC.